Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Die Länderspielpause, wie alles im Leben, hat ihre guten und ihre schlechten Seiten. Was ich im Laufe meiner Content-Creator-Karriere mitbekommen habe, ich mache inzwischen seit über 2 Jahren Videos rund um Real Madrid, dass in diesen Länderspielpausen immer sehr viel aufgewirbelt wird. Die Spieler geben Interviews, die Spieler haben Werbetermine, die Spieler sind nicht mehr an die strikten Medienregeln von Real Madrid gebunden und so wie die Presse ist, nimmt die sich immer das Negativste und versucht das aufzubauschen, um natürlich Klicks zu generieren. So funktioniert nun mal die Medienwelt heutzutage. Ja, und als ich das erste Mal die Information gelesen habe, die ich jetzt gleich mit euch teilen werde, dachte ich, das ist wieder so ein klassisches Länderspielpausengerücht, was einfach nur Klicks generieren soll. Aber als die Information von einer anderen Seite bestätigt wurde und von einer anderen und von noch einer anderen und auf einmal alle Informationen in diese Richtung gehen und die Informationen leider auch absolut Sinn ergeben und das widerspiegeln, was ich auf dem Fußballplatz sehe, dann ist es meine Verpflichtung, euch diese Information weiterzugeben. Denn anscheinend gab es einen Bruch zwischen einem Teil der Mannschaft und dem Trainer Xabi Alonso. Ein Teil der Mannschaft ist nicht zufrieden mit der Methodik von Xabi Alonso, mit seiner Herangehensweise an die Vorbereitung mit Spielen und vor allem von seinem Charakter, seinem Umgang mit den Spielern. Auf der anderen Seite ist ein Xabi Alonso und sein Trainerteam frustriert, dass die Mannschaft sein Konzept nicht annimmt. Und da soll es zum Bruch gekommen sein. Was da genau los ist, was meine Meinung dazu ist, wie ich dieses Problem lösen würde, etc., darüber reden wir in diesem Video. Ja, es passiert gerade wieder so viel rund um Real Madrid. Und ich war wieder kurz davor, ein Live-Watch-Along mit euch zu machen, wo ich 1,5 Stunden nur über das Aktuelle von Real Madrid rede. Es gibt Themen, die ich natürlich mitbekommen habe. Ich bin Real Madrid Content Creator, natürlich bekomme ich das mit, aber die werden heute nicht in diesem Video vorkommen. Es ist Länderspielpause. Ich hoffe, im Laufe der nächsten Tage werde ich mich darüber mit euch unterhalten können. Unter anderem das Ergebnis von Real Madrid Castilla, unter anderem kamen die Kilometer, die Real Madrid gegen Rayo Vallecano gelaufen hat. Das ist ein Argument eigentlich für das Thema von heute. Rodrigo möchte Real Madrid anscheinend verlassen. Mit Endrick und Lyon nimmt es konkrete Züge an. Also ich weiß, es gibt eine ganze Menge Themen, über die ich mit euch reden möchte. Ich hoffe, ich kriege das innerhalb der nächsten Tage verpackt. Ansonsten, wenn ihr eine konkrete Frage habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Ich versuche, die natürlich zu beantworten. Ja, aber ich komme jetzt erstmal auf die Aktualität, damit dieses Video nicht aus allen Rahmen platzt. Ja, fangen wir erstmal mit Thema Nummer 1, einem guten Thema. Eduardo Camavinga hatte gestern Geburtstag, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, einer der Spieler, die ich gegen Rayo Vallecano tatsächlich auch noch in Schutz nehmen möchte. Natürlich ist er noch nicht auf dem Niveau, wo wir ihn alle sehen wollen, aber Eduardo Camavinga wurde gestern 23 Jahre. 23, also. Der hat seine ganze Fußballkarriere noch vor sich und ich möchte euch daran erinnern, mit 23 Jahren hat Eduardo Camavinga zweimal die spanische Meisterschaft, zweimal die Champions League, einmal die Club-WM, zweimal den UEFA Supercup, zweimal den spanischen Supercup und einmal die Copa del Rey, den spanischen Pokal gewonnen. Alles das, besser gesagt mit 22, jetzt wird er 23. Camavinga. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag. Kommen wir dann zu 2 Themen, die nicht so schön sind, aber naja, die auf der anderen Seite auch ihre Vorteile mit sich bringen, formuliere ich das mal so. Denn sowohl Thibaut Courtois als auch Fede Valverde haben sich gegen Rayo Vallecano verletzt. Was da los ist, lesen wir uns in den medizinischen Berichten durch.
Courtois' medizinischer Bericht. Nach der heutigen Untersuchung durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Thibaut Courtois eine Verletzung des Musculus adductor longus im rechten Bein diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Valverdes medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Fede Valverde eine Verletzung des Musculus semimembranosus im rechten Bein diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Wie wir das von Real Madrid inzwischen kennen, die geben nie einen offiziellen Genesungsverlauf wieder, aber kurz danach geben sie die Information an die Insider weiter und bei beiden Spielern wird mit einer Pause von rund 2 Wochen gerechnet. Was bedeutet, dass beide könnten gegen Elche im nächsten Spiel für Real Madrid wieder auf dem Platz stehen. Bei Fede Valverde ist es sogar eigentlich sicher. Thibaut Courtois könnte das Spiel gegen Elche noch verpassen. Ja, für uns Madridistas an sich gute Nachrichten, dass sie nicht mit ihren Nationalmannschaften teilweise bis nach Uruguay tingeln müssen, sondern dass die in Madrid bleiben und sich erholen. Hoffen wir einfach, dass beide gegen Elche wieder fit sind. Ja, das waren die ganz aktuellen Informationen rund um Real Madrid, die ich mit euch teilen wollte. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema. Ja, ich glaube, jeder, der Madrid schaut, der sieht in den letzten Wochen eine Veränderung von Xabi Alonso. Der Xabi Alonso, der mutig, voller Energie, voller Power bei Real Madrid bei der Club-WM angekommen ist, den erkenne ich kaum wieder. Und so geht es mir nicht nur alleine. Ein Xabi Alonso hat bei der Club-WM das gemacht, was wir alle sehen wollten. Er hat Formationen gewechselt, Spieler ausgewechselt. Ihm waren Namen egal. Ein Gonzalo Garcia war unser Stammspieler und hat abgeliefert ohne Ende. Ein Xabi Alonso hat während des Spiels von 3-5-2 auf 3-4-3 auf 4-3-3 umgestellt, je nachdem, was das Spiel gerade gebraucht hat. Ein Xabi Alonso hat die Mannschaft so aufgestellt, wie sie am besten ist gegen den nächsten Gegner, um die eigenen Stärken natürlich zu profilieren und die eigenen Schwächen ein bisschen zu verstecken. Und davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Inzwischen ist egal, wie der Gegner heißt, wir spielen immer gefühlt mit unserem 4-3-3. Es kann mal ein verkappter 4-4-2 sein, aber an sich immer das Gleiche. Ein Xabi Alonso macht nicht mehr die 5 Wechsel, wie er es bei der Club-WM immer gemacht hat. Er wechselt 3-mal vielleicht. Er wechselt vielleicht 5-6 Minuten früher als früher ein Carlo Ancelotti, aber vielmehr auch nicht. Und dann sind es auch wieder die Standardwechsel. Ein Rodrigo kommt rein als rechter Flügel, wenn da bisher nichts gelaufen ist. Aber der mutige Xabi Alonso, der das System gewechselt hat, der Spieler ausgewechselt hat, der eingegriffen hat auf dieses Spiel, ist weg. Ein Xabi Alonso, wo man das Gefühl hatte, er wird ganz genau schauen, wie der nächste Gegner spielt, um uns den möglichsten Vorteil zu bringen. Das sehen wir alle seit Wochen nicht mehr. Und das Schlimmste an allem, seinen Fußball, den wir in den ersten Wochen noch gesehen haben, dieses hohe, intensive Pressen, ist weg. Das war doch das, was wir sehen wollten. Das ist doch der Schlüssel zum Erfolg. Hohe Ballgewinne, um Torchancen zu generieren. Auch das ist verschwunden. Weder in Anfield noch in Vallecas war davon irgendetwas zu sehen. Und wenn man dieses auf dem Fußballplatz, diesen Output auf dem Fußballplatz mit den Informationen zusammennimmt, die ich euch jetzt mitteile, dann ergibt das leider Sinn. Denn in Spanien gibt es die Information, dass es einen Bruch gebe zwischen einem Teil der Mannschaft und Xabi Alonso. Der erste, der dazu etwas geschrieben hat, war der Insider Nokai. Und ich muss euch sagen, dem habe ich am Anfang der Saison noch nicht so vertraut. Aber seitdem bin ich ein treuer Follower, denn alles, was der geschrieben hat, hatte bisher Hand und Fuß. Und der Typ hat definitiv eine Connection. Ich weiß nicht, ob in die Kabine oder in den Vorstand von Real Madrid. Aber was der sagt,
hat sich bis jetzt immer als richtig ergeben. Und der hat gestern geschrieben: Eine Gruppe von Spielern mag den Trainer nicht. Xabi Alonso hat eine intensivere und strukturiertere Arbeitsdynamik eingeführt, was bei denjenigen, die jahrelang ein flexibles System gewohnt waren, Ablehnung hervorgerufen hat. Der Verein hat Vertrauen in den Trainer und ist überzeugt, dass die Situation intern gelöst werden kann. Auch wenn es nicht einfach wird. Es ist offensichtlich, dass Xabi nicht alles umsetzen kann, was er sich zu Beginn der Saison vorgenommen hatte. Und das frustriert sowohl das Trainerteam als auch einige der Spieler. Ja. Wie gesagt, diese Mannschaft benimmt sich meiner Meinung nach wie verwöhnte Gören unter Carlo Ancelotti. Und Carlo Ancelotti war ein ganz anderer Trainertyp als Xabi Alonso. Ein Carlo Ancelotti war, glaube ich, der ideale Trainer für eine Mannschaft, die gepickt war mit Superstars. Mit einem Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Modric, Kroos etc. Aber er hatte auch das Glück, dass in dieser Mannschaft der Ehrgeiz das Hauptprinzip war. Ein Cristiano Ronaldo, ein Luka Modric, die sind geboren, um zu gewinnen. Und wenn die in der Kabine irgendwie sowas gesehen hätten, wie das ein bisschen meckert, dann hätten die Spieler aber ganz schnell wieder eingenordet. So etwas gab es unter charakterstarken Spielern, auch wie einem Sergio Ramos, den nehme ich mal genauso ins Boot, gab es sowas nicht. Und wenn du solche Spieler hast, die so eine Disziplin leben, wie ein Cristiano Ronaldo, sein ganzes Leben dreht sich um den Erfolg beim Fußball. Sogar Lucas Vázquez fällt mir da ein, der aus Espanyol Barcelona zurückkam. Schaut euch die Bilder an. Der war so ein Strich in der Landschaft. Und nach 2 Jahren bei Real Madrid unter diesem Psychopathen sah der aus wie ein Bodybuilder. Die ganze Kabine hat gearbeitet, weil es Grundprinzipien gab. Ich erinnere mich daran, dass ein Arda Güler gekommen ist und gesagt hat, was auf den Trainingsplätzen bei Real Madrid passiert, ist unglaublich. Das ist wie ein Champions-League-Finale. Ja, und die charakterstarken Spieler, die ehrgeizigen Typen, haben Stück für Stück die Kabine verlassen. Und übrig geblieben ist ein Carlo Ancelotti, der jedem Star Honig ums Maul schmiert, wo es ging, ich bin der Papa, hihi, haha, lasst uns Spaß haben, habt da draußen Spaß auf dem Feld. Und das geht vielleicht hier und da mal gut, weil du die besten Spieler der Welt hast. Du hast Stürmer, die mehr Tore machen als andere. Du hast einen Torwart, der besser hält. Du hast Verteidiger, die besser verteidigen. In 80% der Spielen geht das gut. Aber Real Madrid wird nicht an 80% der Spiele gemessen. Real Madrid wird an den 20% der Spiele gemessen, wo ein Gegner auf Augenhöhe kommt. Ein Gegner, der sehr gut bearbeitet ist, der genau Konzepte hat, die gegen Real Madrid funktionieren. Und dass diese Konzepte funktionieren, schauen wir Madridistas uns seit 1,5 Jahren an, weil für uns es schon Gewohnheit ist, gegen große Mannschaften verprügelt zu werden. Ja, und das passiert, wenn du einen Carlo Ancelotti hast, aber nicht die Spieler, die diesen naturgebrachten Ehrgeiz, diesen Willen haben, Geschichte in der Welt des Fußballs zu schreiben. Und was ein Xabi Alonso machen möchte, er möchte mit dieser Mannschaft eine Dynastie aufbauen. Eine Mannschaft, die über 10, 15 Jahre immer wieder stabil den gleichen Fußball auf einem riesigen Niveau abruft. Nicht mehr das, was wir unter Carlo Ancelotti gesehen haben, dass wir ein Jahr Meister werden, die Champions League gewinnen, in der ganzen Saison 2 Spiele verlieren und danach das Jahr überrollt werden von jeder Mannschaft, die einfach nur will. Ja, und damit scheinen einige Spieler nicht zufrieden zu sein. Danach gab es den Jorge Picón, den kennen wir schon aus einem anderen Tweet. Der hat auch nochmal so ein bisschen mehr aus Spielersicht, seine Quelle ist anscheinend eher aus der Kabine, hat berichtet, wie die Spieler die Situation sehen. Finde ich auch sehr interessant. Lesen wir uns das auch zusammen einmal durch. Ich glaube, es herrscht ein gewisses Missverständnis, denn der Riss, der sich zwischen bestimmten Spielern im Kader und Xabi Alonso aufgetan hat, hat nicht unbedingt etwas mit der Arbeitsbelastung zu tun. Es gibt 2 Streitpunkte, die den Trainer und einen Teil seiner Mannschaft entfremdet haben: die Methode und die Vorgehensweise. Wie ich bereits in einem früheren Beitrag erwähnte, will Xabi alles kontrollieren, sowohl auf als auch neben dem Platz. Einige Spieler beschweren sich über die Informationsflut und die ständigen Korrekturen, zum Beispiel überlange Videoanalysen. Andererseits glauben sie, dass Xabi die unterschiedlichen Persönlichkeiten in der Kabine nicht gut im Griff hat.
Dies hat dazu geführt, dass er das Vertrauen mehrerer erfahrener Spieler verloren hat. Und die Wahrnehmung hat sich bereits in einige Führungsetagen festgesetzt. Das Tagesgeschäft von Real Madrid ist ein Minenfeld und Xabi ist bereits in eins hineingetreten. Letztendlich sprechen wir von einem Trainer, dessen Idee nicht so recht mit der Mannschaft harmoniert. Nichts Neues im Fußball. Die Frage ist, ob Xabi das Ruder herumreißen kann. Ja. Also, jetzt haben wir mehr oder weniger, glaube ich, beide Seiten so ein bisschen abgehört. Ich glaube, das ist auch das Beste, um eine endgültige Meinung zu bringen. Und eins ist klar, das möchte ich auch auf diesem Kanal einmal festhalten. Für mich ist Kylian Mbappé der beste Spieler dieser Welt. Neben Erling Haaland und Harry Kane der beste Stürmer auch dieser Welt. Für mich ist Vini Junior der beste linke Flügel der Welt. Für mich sind Jude Bellingham und Arda Güler die besten Zehner, die größten Talente in der Welt des Fußballs. Für mich ist Dean Hausen der beste Innenverteidiger. Ein Fede Valverde etc. Ich liebe unsere Spieler, alle. Ich liebe die fast wie Familienmitglieder. Aber trotz alledem bin ich Fan von Real Madrid. Und wenn es für Real Madrid besser ist, ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn es für Real Madrid besser wäre, ein Kylian Mbappé zu verkaufen, dann ist das so. Und wenn es besser wäre, ein Vinicius zu verkaufen, ein Bellingham, ein Arda Güler, was auch immer, dann ist das so. Dieses Real Madrid hat auch existiert, nachdem wir einen Cristiano Ronaldo verkauft haben, nachdem wir einen Sergio Ramos verkauft haben. Irgendwann früher ist ein Di Stefano, ein Zinedine Zidane hat Real Madrid verlassen. Und trotzdem hat diese Mannschaft immer funktioniert. Ich werde in 20 Jahren noch Woche für Woche jedes Real Madrid-Spiel schauen und Real Madrid wird darüber entscheiden, wie es mir geht. Ob ich glücklich bin oder nicht, wie meine Woche verläuft. Und in 20 Jahren wird keiner von diesen Spielern noch bei Real Madrid Fußball spielen. Also das möchte ich als erstes mal klargestellt haben. Und deshalb ist es mir auch wichtig, von Anfang an klarzustellen, ich bin auf der Seite des Trainers. Nicht, weil er Xabi Alonso heißt. Auch wenn ein Carlo Ancelotti letztes Jahr irgendwann gesagt hätte, hier läuft alles falsch, die Spieler hören nicht mehr auf mich, ich werde jetzt ganz konkret anpacken und entweder ihr zieht mit oder ihr verlasst den Verein. Auch da wäre ich auf der Seite des Trainers gewesen. Denn Hierarchie ist wichtig. Wenn du eine Gruppe von Menschen führen möchtest und es keine Hierarchien gibt, dann herrscht irgendwann Anarchie, dann funktioniert gar nichts, dann geht das ganze System unter, dann geht der Verein unter. Und das darf nicht passieren. Ich bin immer auf der Seite des Trainers. Und wenn ich sowas höre, der Trainer führt die Spieler nicht richtig, dann steckt dein verdammtes Ego zurück. Du bist nicht da, damit ein Trainer dich richtig führt. Du bist da, damit du dich eingliederst in die Mannschaft. Und wenn der Trainer zu dir sagt, heute machen wir eine 2 Stunden Videoanalyse, dafür verdienst du zwischen 6 und 12 Millionen Euro im Jahr, dann setzt du dich dahin und sagst, gib mir 2 Stunden Videoanalyse. Was ist los? Hast du Angst, nicht mehr deine FIFA Weekend League rechtzeitig zu spielen? Hast du Angst, dass du deine Luxusjacht verpasst oder nicht genug Sonne am Pool bekommst oder was? Wenn du einen neuen Trainer hast, der neue Methoden hast, eine Informationsflut, dann nimm diese Information verdammt nochmal auf. Und wenn er zu dir sagt, du kommst heute in der 45. Minute raus, weil du die erste 45 Minuten scheiße warst, dann rennst du nicht zu deinem Pressevertreter oder zu deinem Manager und sagst, gib da die Information an die Presse, dass ich verkauft werden möchte. Dann gehst du nach Hause und arbeitest an dir, damit du nicht wieder so eine scheiß erste Hälfte spielst. Und es ist mir egal, ob du Mbappé, Vini, Bellingham, was auch immer heißt. Du bist ein Spieler von Real Madrid. Das ist eine Ära. Im Laufe der Geschichte wirst du vielleicht irgendwann ein sehr, sehr guter Spieler sein, aber du wirst einer von vielen sein in der Geschichte von Real Madrid. Der Verein wird immer der größte Verein der Welt sein. Und damit das auch so bleibt, muss der Trainer über jedem Spieler stehen. Ja, und das Gleiche sage ich auch an einen Xabi Alonso. Ich möchte mich jetzt nicht nur an den Spielern abreiben,
Auch ein Xabi Alonso hat eine Verantwortung. Du bist sehr wahrscheinlich nur einmal im Leben Trainer von Real Madrid. Ergreife diese Chance mit beiden Händen. Lebe und sterbe mit deinem Konzept. Wenn du der Meinung bist, diese Jungs müssen arbeiten, ich muss im Spiel auf 3-5-2 wechseln, gegen die nächste Mannschaft spiele ich lieber ein 4-3-3, gegen die Mannschaft muss ein Mbappé besser auf der Bank sein, gegen die Mannschaft brauche ich einen Arda Güler als rechter Flügel, gegen die Mannschaft brauche ich einen Franco Mastantuono als linker Verteidiger, dann mach das so, wenn es das Beste ist für die Mannschaft. Wenn du so aufgibst nach 2 oder 3 Monaten, dass du dich nicht mehr traust, einen Mbappé, einen Vini auszuwechseln, einen Bellingham, einen Arda, wem auch immer, ich sage jetzt extra so oft auch Arda, weil viele mir vorwerfen, dass ich den immer in Schutz nehme, egal welchen Spieler, wenn du dich nicht traust, die auszuwechseln, dann bist du nicht der richtige Trainer für Real Madrid. Und das würde mein Herz brechen, weil ich immer noch glaube, dass Xabi Alonso der perfekte Trainer ist für dieses Real Madrid. Aber wenn du Trainer von Real Madrid sein möchtest, brauchst du eins als allererstes: Charakter, Stärke. Und diesen Charakter erwarte ich von einem Xabi Alonso nach der Länderspielpause. Und ich finde auf der anderen Seite auch, dass es nicht normal ist, das möchte ich nochmal ganz klar betonen, dass all diese Informationen, dass all dieser Kabinenstreit, was auch immer, dass das alles so aufbrodelt in einer Saison, in der wir alles gewonnen haben, bis auf 3 Spiele. Du kannst bei Atletico Madrid verlieren, du kannst bei Liverpool verlieren, du kannst bei Rayo Vallecano unentschieden spielen. Das sind Spiele, die sind schon am Saisonbeginn rot im Kalender markiert, weil das schwere Spiele sein werden. Die Art und Weise, wie wir verloren haben, das geht nicht. Und vor allem geht es nicht, dass ich das Gefühl habe, ein Xabi Alonso ist nicht mehr er selber. Er versucht, wie ein Carlo Ancelotti, der Kabine zu gefallen. Nein, so darf es nicht weitergehen. Ja, das waren einige Informationen. Das wäre sehr viel Meinung von mir und ich bin auch gespannt, wie du das Ganze siehst. Lass deine Meinung zu diesem Video, zu diesen Informationen bitte in den Kommentaren. Wenn du es anders siehst als ich, trau dich bitte trotzdem, das in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß, dass ich nicht allwissend bin und dass ich mit Sicherheit hier und da auch falsch liege. Also schreib das bitte in die Kommentare. Lass trotzdem, wenn es geht, ein Like auf dem Video, teil dieses Video, lasst ein Follow da. Wir sind ganz, ganz kurz vor den 15.000. Ich kann es nicht glauben, was hier in den letzten Wochen abgeht. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!